nehme euch heute mal mit raus in die Kälte. Nicht nur in den USA und Japan gibt es Schneechaos, auch in Leipzig hat es kräftig geschneit heute Nacht. Und es ist eisig kalt, beziehungsweise Dauerfrost. Wie ihr seht, ich bin warm eingemummelt, habe mittlerweile 6 Schichten an. Jetzt kommt noch die 7. dazu und dann geht's los. So, also wie ihr seht, hier ist auch schön gestreut. Es sieht eigentlich gar nicht so wild aus bei uns hier. Aber es ist nicht gerade warm. Wow, da sehe ich sogar gerade jemand auf dem Fahrrad hin. Krass. Also das traue ich mich heute nicht. So viel ich auch sonst auf dem Fahrrad unterwegs bin, das traue ich mich heute nicht, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. So, wir sind hier wie üblich im Leipziger Osten. Wer schon ein paar Videos von mir gesehen hat, weiß, dass ich oft hier unterwegs bin. Weil ich hier auch schon eine Weile vor Jahren eine recht günstige Wohnung gefunden habe, die ich mir hergerichtet habe. Also eine Mietwohnung natürlich. Mit Balkon zur Südseite. Und es ist in Leipzig, wie auch in anderen Großstädten Deutschland und der Welt so, dass halt doch der Wohnraum gerade Mangelware ist. Und heute nehme ich euch einfach mal ganz banal zum Einkaufen mit. Also es hat eigentlich jetzt ein bisschen, zumindest in den 0 Grad Bereich gehen sollen, aber dem ist nicht so. Es hat also doch eher Minusgrade. Ich habe gerade getestet, ob ich meinen Atem sehen kann, so schlimm ist es nicht. So, was ihr hier seht, ist so eine Grünanlage, das gibt es hier sehr viel. Wir sind hier am Grünen Bogen. Es gibt viele schöne Ecken. Also ihr seht, es ist ordentlich Schnee auf der Straße, zumindest hier auf den Seitenstraßen. Und die Wege, die werden jetzt auch nicht wirklich massiv geräumt. Also mit dem Rad wäre es ja schwierig. Gerade, oder ist es? Also hier gibt es auch Stellen, wo man ein bisschen aufpassen muss, wo Glatteis ist. Es ist jetzt nicht eine wahnsinnig
spannende Umgebung im Sinne von jetzt wie vielleicht andere Viertel in Leipzig, wo halt auch künstlerisch kreativ ganz viel los ist. Wobei jetzt hier auch immer mehr Leute natürlich hinziehen, die wie ich auch dann einen günstigen Wohnraum bevorzugen. Das ist eigentlich ganz schön. Hier mit grünen Bogen ist es auch sehr schön. Hübsch angelegt. Hier ist eine Schule, die haben sie gerade erst hergerichtet. Die ist jetzt fertiggestellt worden im letzten Jahr. Also es hat schon eine hohe Wohnqualität, auch hier am Stadtrand, muss ich sagen. Es gibt gute Einkaufsmöglichkeiten. Und insofern lebt sich hier sehr gut. Was ich euch auch noch zeigen wollte, ist hier so die Trafohäuschen, so teilweise ja, wild kreativ mit Graffiti und teilweise aber auch sehr hübsch. Das wollte ich euch auch noch kurz mal zeigen. Das ist zum Beispiel eine sehr hübsche Buchhandlung. Madame, ich habe eine Frage auch. So, und ihr habt dann nochmal einen Blick über die Einkaufspassagen hier. Und die Kids, die genießen das auch, dass es halt Schnee gibt und man mal mit dem Schlitten fahren kann, weil das ist nicht so häufig, dass der Schnee hier so ist, dass man auch richtig schön mit vom Papa gezogen Schlitten fahren kann. Das gibt es hier eher selten. In meiner ursprünglichen Heimat München, da haben wir das natürlich. Sie scheint nicht zufrieden zu sein mit der Dienstleistung des Papas. Das ist süß. Aber jetzt geht's voran. So, hier gibt es Obst, Gemüse, kleine Läden, Sparkasse. Also gut einzukaufen auch hier. Also hier ist ganz schön was los gerade. Ich wollte euch trotzdem mal kurz zeigen, was ich jetzt gerade eingekauft habe und was ich dafür gezahlt habe. Jetzt im Januar 26 in Leipzig. Ich habe 2,4 Kilo Käse, das ist gerade eine Aktion. 2 Kilo Hähnchenschenkel und 1 Kilo Becher Joghurt, alle mit langer Haltbarkeit, der Käse bis April. Und insofern habe ich in der Aktion jetzt zugeschlagen. Das wollte ich euch nur mal zeigen und jetzt geht es dann gleich weiter zum grünen Bogen. So, was ich auch noch ganz schnell zeigen wollte, ist erstmal der schöne Hund, aber vor allem die wunderbare Bäckerei. Ich liebe die. Die haben tollen Kuchen. Hi! Hallo, du bist auch ein ganz freundlicher, gell, mein Süßer? Wie geht's dir? Hallo! Hallo! Und schön. Ja. Du riechst wahrscheinlich das Hähnchen, was ich habe, gell? Denke ich mir. Aber eigentlich wollte ich die Bäckerei zeigen. Es gibt ganz wunderbaren Kuchen hier, wie ihr seht. Ist richtig schön. Also gerade hinten gibt es einen Eierlikör-Schokoladenkuchen, den liebe ich absolut. Oh, Süße, alles gut. Frauchen kommt gleich. Mach dir keine Gedanken. Ja, komm, du kriegst nochmal einen Streichler. Und so kalt ist es auch nicht. Ich hast ein schönes dickes Fell. Frauchen ist gleich da. Hm? Gleich ist Frauchen da. Okay? Nicht fiepen. Tschüss, mein Süßer. Jetzt vom Einkaufen geht's weiter. Jetzt zieht hier schon die nächste Mama ihren Nachwuchs auf dem Schlitten. Also heute ist eindeutig Schlittenzeit und es hat wieder angefangen zu schneien. So, und jetzt gehen wir mal hier in Richtung grüner Bogen. Es wird jetzt auch schon dunkel.
Und es schneit doch wieder deutlich. Also ihr seht, wir haben ja auch eine Menge. Hier gibt es ein Lokal auch. Das ist mir gerade geschlossen. Wo man noch essen kann. Gut bürgerlich. Was mir jetzt gerade auffällt, dass das sind Verteilerhäuschen von der Telekom, wenn ich mich sehr täusche, dass die hier in den Ukraine-Farben graffitiert wurden. Wie ihr hier vielleicht sehen könnt. Hinten kommt noch mal eins. Das ist auch in den Landesfarben der Ukraine. Das war jetzt gerade eine der beiden Wohnungsgenossenschaften, bei denen ich nicht bin. Ich bin bei der anderen. Und es sind immer noch Mutige auf dem Fahrrad unterwegs. Allerdings auch, hier seht ihr auch noch mal eine kleine Einkaufsmöglichkeit. Und es schneit deutlich stärker schon wieder. Jetzt gehen auch die ersten Straßenlaternen an. Man könnte auch hier bei der Rollerabdeckung sehen, dass es ganz ordentlich schneit schon wieder. Also da wird noch ein paar Zentimeter. Und hier sind einige mit dem Schlitten unterwegs auch wieder. Also die Leute nutzen es sofort, wenn hier Schnee fällt, um auch ein bisschen die Schlitten rauszuholen und das Ganze auch zu genießen. Hier ist der Eingang. Hier seht ihr übrigens das, was ich meinte. Das ist auch wieder hier in den Ukraine-Farben angemalt. Und hier geht es schon rein in den grünen Bogen. Da ist im Sommer richtig was los. Aber bei dem Schnee, es wird immer stärker. Ist natürlich wieder auf dem Spielplatz. Es sind also nur einige wenige Leute unterwegs. Es ist auch ein leichter Wind. Jetzt zieht es auch gerade ganz schön in die Ohren rein. Es sind doch einige Leute unterwegs, mit Hunden spazieren, aber es ist überschaubar. Hier geht es auf den See zu. Da habe ich im Sommer schon mal versucht, ein Video zu machen, war aber nicht ganz so glücklich. Und hier seht ihr, hier sind die Leute mit dem Hund unterwegs. Und der Schnee geht jetzt schon ordentlich ins Gesicht rein. Und hinten gibt es einen Hügel, sehe ich jetzt schon, oder höre auch die Kids. Da wird gerodelt, in Anführungsstrichen. Also es ist tief verschneit. Und da ist wieder eine Mama mit Kind und Schlitten unterwegs. Hier der Hügel hat leider
Nicht wirklich eine dicke Schneeschicht, dass man rodeln könnte. Es sind ganz, ganz viele Leute. Jeder Zweite hat hier jetzt gerade einen Schlitten mit dabei und versucht das ein bisschen zu nutzen, den Schnee. Dass ich hier heil runterkomme. Und noch meinen schweren Einkauf mit dabei. Also der See scheint dünne Eisschicht zu haben. Da waren sogar Leute drauf, ich am Fußsponsee. Also natürlich hochgefährlich, weil wir jetzt nicht so einen Dauerfrost hatten, dass da eine dicke Schicht ist. Also weder mein Kind noch ich würde ich da drauf schicken momentan, oder ich würde da drauf gehen. So, jetzt lässt es wieder ein bisschen nach, ist ein bisschen angenehmer. Also gerade eben war es schon sehr starker Schnee und auch Seitenwind. Da wird es dann schon ein bisschen unangenehm bei Minusgraden. Hier ist der Fortschrittshügel. Mal schauen, ob das ist. Das ist hier ein See, der gleich. Klettert jemand mit dem Bogen. Und auch die haben, wie ihr seht, wieder einen Schlitten mit dabei. Wollen wir jetzt hier lang oder da lang? Oh, und da ist einer mit dem Husky unterwegs. Für den ist das natürlich ein Traum für den Hund, das Wetter. Ich glaube, der genießt es gerade richtig. Hier seht ihr hinten schon den Hügel, hoffe ich zumindest. Da gehen wir jetzt dann auch gleich mal drauf zu. Hier sind wieder Schlitten unterwegs. Also es sind einige Leute unterwegs, aber dadurch, dass das hier auch recht groß ist, das Gelände, das zieht sich noch bis weit hinten, bis zu einer großen, ich sage jetzt mal Koppelareal, wo es auch Wildpferde gibt. Zeitlang gab es Wasserbüffel, die sind leider nicht mehr dort. Also im Prinzip geht es hier unter der Brücke dann noch weiter. Das zeige ich euch dann mal vielleicht im Frühjahr oder in einem der nächsten Tage. Und bis ganz hinten, und dann schließt sich noch mal ein großes Areal mit Wildpferden an, die dort auch das ganze Jahr über, also richtige echte Wildpferde mit der stehenden Mähne sind. So, gehen wir jetzt noch weiter Richtung Rodelhügel. Er genießt es. Der Husky genießt das Wetter natürlich. Das ist sein Wetter. Die machen eine Schneeballschlacht hier links.
Und hier gibt es richtig Action, wie ihr seht. Also wie ihr seht, da wohnen sogar die Erwachsenen teilweise und die Kids. Also die Leute genießen richtig mal den Schnee hier mit Schlitten und ihren Kindern. So, jetzt mache ich mich dann langsam auch wieder auf den Weg nach Hause. Jetzt wird auch mein Akku langsam leer und verabschiede mich. War ein kleiner Eindruck hoffentlich für euch von einem Wintermontag im Leipziger Osten.